Willkommen bei Berlin A&O. Heute sind wir im Tiergarten unterwegs und schauen uns die Ecken an, die du wahrscheinlich noch nicht kennst. Das Brandenburger Tor, die Siegessäule, das Sony Center. Orte, die alle Berlin-BesucherInnen kennen. Wir wollen uns heute den weniger bekannten Ecken des Tiergarten widmen. Es geht um Geschichte und Geschichten an interessanten Orten. Unsere Tour startet am Rande des Ortsteils. Mit der U2 kommen wir zum U-Bahnhof Mendelssohn-Bartholdy-Park. Die 1998 eröffnete Station sollte eigentlich nach dem Hafenplatz benannt werden. Nimmt man den Ausgang zu diesem Platz, begibt man sich sogleich auf die Spuren der Geschichte Berlins. Mitten im Stadtzentrum, in unmittelbarer Nähe zu den Luxusbauten auf dem Potsdamer Platz, findet sich hier ein heruntergekommener Plattenbau aus den 70er Jahren. Sozialbauten dieser Art findet man in anderen Großstädten eher in der Peripherie. Dass der Hafenplatz, mitten in der Stadt liegend, bis 1990 am Stadtrand der 2 Millionen Einwohnerstadt West-Berlin lag, macht einem dieses Gebäude auch heute noch einmal bewusst. Zu Zeiten, als die Mauer die Stadt teilte, war auch die Strecke der U2 hier unterbrochen. Zwischen dem Gleisdreieck und dem heutigen Bahnhof Mohrenstraße fuhr keine U-Bahn. Die aufgeständerte Hochbahntrasse gab es an dieser Stelle aber weiterhin. So kam man in den 1980ern auf die Idee, hier ein neuartiges Verkehrsmittel zu testen: die Magnetbahn. Von 1989 bis 1991 fuhr sie, teilweise auf der alten U2-Strecke, im 10-Minuten-Takt als normales Verkehrsmittel im Erprobungsbetrieb. Sie beförderte insgesamt 3 Millionen Fahrgäste und wäre dadurch, dass sie kaum Personal benötigte, auch kommerziell ein Erfolg geworden. Mit dem Fall der Mauer war aber klar, dass die beiden U-Bahn-Netze wieder verbunden werden. Damit war auch das Ende der M-Bahn besiegelt. In den 1990ern wurde aus dem Niemandsland am Stadtrand plötzlich das Stadtzentrum und am Potsdamer Platz wuchsen teure Bürobauten, Firmenzentralen und Hotels wie Pilze aus dem Boden. Der Platz dort ist so wertvoll, dass um den U-Bahnhof, an dem wir gestartet sind, ein Hotel herumgebaut wurde. Die U2 fährt seit 2010 durch das Hotel über eine Rampe von der Hochbahntrasse in den Tunnel. Wir gehen ein paar Schritte nach Norden. Darauf, dass der Potsdamer Platz auch vor seiner Zeit als Niemandsland eine Geschichte hat, weist dort eine merkwürdige Ampel hin. Der 5-seitige Turm war für die 20.000 Autos, die in den 1920ern täglich über den Platz fuhren, Ampel und Uhr zugleich. In der Umgegend fanden sich Hotels, Amüsierbetriebe und vieles mehr. Am Sony Center und dem Kulturforum vorbei, immer am Tiergarten entlang, verlassen wir den Potsdamer Platz und kommen in das Botschaftsviertel. Auf dem Weg dorthin kommen wir an Gedenktafeln vorbei, die auf eine Adresse verweisen, die es nicht mehr gibt: die Tiergartenstraße 4. In den Jahren 1940 und 1941 wurde hier die Aktion T4 geplant. Dass der Name, der sich nur auf die Adresse bezieht, nicht verrät, worum es dabei geht, war Absicht. Dahinter verbarg sich die Ermordung von mehr als 70.000 Menschen mit geistigen und körperlichen Behinderungen. Diese Menschen galten unter den Nationalsozialisten als unwertes Leben. In grauen Bussen holte man sie im ganzen Land ab und brachte sie über Zwischenstationen in Tötungsanstalten, wo sie ermordet wurden. Doch das Verschwinden und Sterben so vieler Menschen konnte nicht unbemerkt bleiben. Und so kam es Anfang der 40er, vor allem aus kirchlichen Kreisen, zu öffentlichem Protest, der dazu führte, dass die Aktion T4 beendet wurde. Und doch ging es kontinuierlich an anderer Stelle weiter. Das Personal wurde in den Vernichtungslagern eingesetzt, wo das Morden millionenfach weiterging.
Wer jetzt erst einmal durchatmen möchte, kann einen Abstecher in den Tiergarten machen. Die Luiseninsel und das Wagner-Denkmal sorgen für Ablenkung. Das eigentliche Botschaftsviertel grenzt dann direkt an die Tiergartenstraße an. Seit 1878 gibt es hier Vertretungen anderer Länder. Die Gesandtschaft des chinesischen Kaiserreichs machte den Anfang. Bis 1933 siedelten sich hier etwa ein Dutzend Botschaften an, die aber größtenteils im Zweiten Weltkrieg zerstört wurden. Die folgende Entwicklung ist eng mit der Germania-Planung Hitlers verknüpft. Schon seit den 1920ern schwebte ihm Berlin als gigantische, monumentale Reichshauptstadt vor. Sie sollte größer als alles bisher Dagewesene sein. Eine Kuppelhalle, fast so hoch wie der Fernsehturm. Ein Triumphbogen, doppelt so hoch und 4-mal so breit wie der in Paris. All das stellte er sich in seinem Größenwahn in Berlin vor. Von all den Plänen wurde nur wenig Realität. Um das Brandenburger Tor mussten aber die Botschaften weichen. Daher wurde im Diplomatenviertel neu gebaut. Die japanische, spanische und italienische Botschaft wurden zu der Zeit gebaut und haben ihre Botschaftsfunktion auch heute wieder. Auch wenn sie heute anderweitig genutzt werden, können auch die ehemaligen Gesandtschaftsgebäude von Jugoslawien und Dänemark ihre Bauzeit nicht verbergen. Auch in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg war das Viertel weiter Sitz von diplomatischen Vertretungen. So sind heute auch viele architektonisch interessante Gebäude dort zu finden. Die Botschaften von Ägypten, Mexiko und den Vereinigten Arabischen Emiraten etwa machen auch von außen Eindruck. Am Botschaftsviertel endet unsere Tour durch den Ortsteil Tiergarten auch schon. Man kann nun noch etwas durch den Park schlendern, das Café am Neuen See besuchen oder hinter dem großen Stern im Hansaviertel vorbeischauen. Auch dazu gibt's ein Video von uns. Wie auch immer die Entscheidung ausfällt, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.